I'm proud to live in one of Germany's most queer-friendly cities, Cologne. Around 1/10 of the population here identifies as LGBTQI+, and the queer scene is pretty visible. From clubs, bars and cabaret to Europe's first queer sports club, a queer carnival society, and a dedicated queer Christmas market. In a recent study ranking European countries on how LGBT-friendly they are, Germany came in 16th out of 49 countries. The main things holding it back were instances of discrimination and hate speech. So what's it really like to live as a queer person in Germany today? Ich bin eine weiße Frau, ich lebe nicht in Armut, mir geht's ganz gut. Viele Menschen erkennen auch gar nicht, dass ich lesbisch bin. Aber wenn du jetzt queere Menschen aus anderen Kulturen fragst, die erleben auch in Deutschland und auch in Berlin, auch in Kreuzberg durchaus Transphobie und Homophobie und Hasskriminalität. Es gibt sehr, sehr viele Gebiete, wo es unglaublich schwer ist, offen queer zu sein und wo wir viele Diskriminierungen erfahren. Im ländlichen Raum aufzuwachsen für mich als Transperson in Deutschland war schwierig. Es ist eine Gegend mit sehr, sehr starken Normen, gerade im Hinblick auf Geschlecht. Und da irgendwie auch nur ansatzweise rauszufallen, war keine super angenehme Erfahrung. In der Provinz ist es oftmals schwieriger, weil man allein schon keine Communities hat, keine Gruppen, sondern meistens oder oft alleine ist. Und das ist immer ein großes Problem. Also Deutschland ist nie Vorreiter. Das würde ich mir wünschen, dass Deutschland sich auch bei diesem Thema einfach mehr traut. Zum Beispiel gibt es in Deutschland immer noch ein Blutspendeverbot für homosexuelle Männer. Es gibt kein gutes Transgesetz in Deutschland. Es kommen immer mehr Themen auf den Tisch, die gibt es für uns in der Community schon sehr lange. Und die werden jetzt aber endlich auch mit und von Leuten diskutiert, die davon nicht direkt betroffen sind. Did you know that one of the first outspoken advocates for gay and transgender rights was a German? Magnus Hirschfeld was a Jewish physician and sexologist who was already campaigning for legal reform in Germany around the turn of the 20th century. In particular, he fought to repeal paragraph 175, which criminalised same-sex relations between men. Although the law wasn't changed, an emerging gay scene was largely tolerated in some cities under the Weimar Republic, most notably in Berlin. This all came to an abrupt end with Hitler's rise to power. Hirschfeld's Sexual Research Institute was ransacked, his books were burnt, and he was forced into exile. The Nazi Party expanded paragraph 175 and used it to arrest tens of thousands of men. Many of them were sent to concentration camps, where they were singled out with a pink triangle on their uniforms. Lesbian sex was not criminalised in Nazi Germany, but gay women were still persecuted and forced into exile. While East Germany stopped punishing same-sex relations in the late 1950s, homosexuality remained a criminal offence in both East and West Germany until the late 60s, and it took until 1994 for paragraph 175 to be completely struck from the books of a reunified Germany. There has also been more progress in recent years. Same-sex marriage was legalised in Germany in 2017, although there are still some lingering inequalities when compared to heterosexual marriage, such as immediate parental rights for non-biological parents. Since 2018, intersex people in Germany have the option to register as diverse instead of male or female. And it's no longer compulsory to give your child a name that is easily identifiable as either male or female. But campaigners are still fighting to update Germany's so-called transsexual law, which dates back to the 1980s and makes legally changing your name a long and expensive process. Then there's the controversial Alltagstest, or everyday test. This means that trans people have to essentially test out their new identity for at least a year before their health insurer will offer them gender-affirming procedures or hormone therapy. Auch ich habe den Prozess durchlaufen, meinen Namen offiziell zu ändern. Und nicht nur war es teuer, es hat mich mehrere tausend Euro gekostet. Es war auch eine krass unangenehme Erfahrung, Personen, die ich nicht kenne, quasi mein gesamtes Leben offen zu legen in mehreren langen Sitzungen und über die tiefsten Details meiner Sexualität zu sprechen, damit das von einem Gericht ausgewertet werden kann und dann ein Gericht beurteilen kann, ob ich wirklich das Geschlecht habe, das ich habe. Wir brauchen kein Sondergesetz, sondern alle Dinge, die uns betreffen, also Personenstand, Name, Ehe, Familie, all diese Dinge, dafür gibt es schon Gesetze. Man braucht nur uns da in diese Gesetze einzuarbeiten und dann alles unter dem Aspekt der Selbstbestimmung. Ich weiß, was ich bin und wer ich bin. Of course, a huge factor for any minority is visibility in everyday life. Some defining moments, particularly for gay visibility in Germany, have included a controversial camp film at the 1971 Berlinale Film Festival, a gay kiss on the popular TV soap Lindenstraße in 1990, and a high-ranking politician declaring in 2001, "I'm gay and that's a good thing." But when it comes to the country's national sport,
Football, it's notable that no male professional player has ever come out as gay during their career here. Once a year, usually in June or July, pride parties and demonstrations take over many cities across Germany. But you're more likely to hear people refer to the events as CSD or CSD. That stands for Christopher Street Day, named after the location of the 1969 New York riots, which kickstarted the global Pride movement. Pride war immer wichtig, Pride wird immer wichtig bleiben. Es ist ein Raum und eine Zeit im Jahr, in der man irgendwie offen und in der Öffentlichkeit präsent sein kann und existieren kann, in der man sichtbar ist, in der man demonstrieren kann, dass man ein Teil der Gesellschaft ist. Und darum ist mir das unglaublich wichtig. Also für mich hat er nicht die große Bedeutung, der CSD. Ich finde es natürlich wunderbar, dass er sich über die Jahre, über Jahrzehnte sich so zu einem Riesen-Event entwickelt hat. Aber ich glaube, Politik wird nicht auf dem CSD gemacht. CSD bleibt ein politischer Tag, nach wie vor, solange es noch Rechte gibt, die unsere LGBTIQ-Gemeinschaft nicht haben. Auch wenn wir vor 30 Jahren viel mehr um unsere Rechte kämpfen mussten als heute, es ist immer wichtig, den Pride zu haben. Und politische Situationen können sich ja auch ganz schnell wieder ändern. Solange eine Regenbogenfahne im Fußball immer noch ein Riesenthema ist, solange es keinen geouteten Nationalspieler gibt, solange ein 14-jähriger Junge auf dem Land noch Angst haben muss, sich zu outen, brauchen wir Pride.